Herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Der Zeitpunkt unserer Abreise in die Berge rückt inzwischen immer näher und daher wird es dringend Zeit, sich Gedanken um die Ausrüstung zu machen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier alles haben. Los geht's! Wir haben hier vor uns auf dem Tisch einmal zusammengestellt, was wir alles mitnehmen wollen, um erfolgreich auf die Smaragdsuche gehen zu können. Wir sehen hier zum einen unseren Klappspaten. Der ist ganz praktisch, weil man ihn eben halt leicht verstauen kann. Den werden wir benötigen, um das lose Gestein in den Eimer hier zu schaufeln. Und das Gestein dann mit dem Eimer zum Smaragdwaschbrett zu transportieren, um es da auszuwaschen. Ganz hilfreich ist auch dieses Gartengerät. Das hilft uns einmal über den Boden zu schrappen, um damit kleineres Gestein zu lösen. Man könnte damit theoretisch auch in dem Smaragdwaschbrett arbeiten. Wir sehen hier zwei kleine Meißel, ein Spitzmeißel und ein Breitmeißel. Die können wir verwenden, um Gestein zu bearbeiten, was vielleicht zu groß ist. Dasselbe gilt für den Hammer. Auch der dient der Steinbearbeitung, um uns die Stücke etwas gerechter zu machen. Handschuhe brauchen wir, um unsere Hände zu schützen, ebenso wie die Schutzbrille. Das gehört zur obligatorischen Schutzausrüstung. Und ganz am Ende liegt hier noch der Tortenheber. Der kriegt diesmal eine andere Funktion, und zwar um damit im Smaragdwaschbrett Gestein hin und her zu schieben, auszusortieren. Das ist viel einfacher, als wenn man das mit den bloßen Händen machen würde. Der Tortenheber wird also so eine Art Kratzgerät für das Smaragdwaschbrett. Damit haben wir die Grundausstattung zusammen und schauen uns mal an, wie wir das Ganze für den Transport verpacken. Wichtig, damit unser Rucksack und die Ausrüstung nicht beschädigt wird. Das Ganze kommt hier in ein Schutzkästchen. Das Gartengerät ist ziemlich scharfkantig vorne. Deshalb haben wir eine Art Überzug gebastelt aus Aluminiumblech. Das können wir hier super aufsetzen. Dann ist vorne nicht scharf. Und wenn ihr einmal genau hinschaut, da haben wir auch noch unseren Namen reingraviert. Dann schauen wir mal, wie das Ganze in den Rucksack passt. Den Hammer, Meißel, unseren Tortenheber und die andere Ausrüstung können wir einfach reintun. Und jetzt müssen wir natürlich noch bedenken, dass es in den Bergen auch teilweise kühl werden kann. Es könnte regnen, man kann es ja sehr schlecht vorhersehen. Deshalb gehört auch unbedingt noch eine Jacke mit dazu. Damit stopfen wir einfach den Rucksack aus.
Der Rucksack hat jetzt eine schöne Form bekommen. Als nächstes nutzen wir hier an der Seite die selbstgebaute Vorrichtung. Die ist eigentlich für das Handscoop gedacht, aber da kann man auch das Gartengerät gut mit transportieren. So, reingeschoben, hier oben aufgelegt, unten in die Schlaufe, dann liegt es in der perfekten Position im Rucksack. Dann wird der Rucksack verschlossen. Und als nächstes kommt der Klappspaten. Dann die Klappe drüber. Und der Rucksack ist fertig gepackt. Der Eimer macht uns etwas größere Probleme, weil er ist nicht zu groß, um in den Rucksack reinzupassen, aber wir müssen ihn auch mitnehmen. Aber die Lösung ist ganz einfach. Wir haben hier noch das untere Fach am Rucksack mit 2 Verschlüssen und der Eimer hat ja einen Henkel, also wird der Eimer einfach am Henkel an den Verschlüssen hier festgemacht. Der Eimer hängt jetzt unterhalb dem Rucksack und kann bequem mitsamt dem Rucksack getragen werden. Der Rucksack ist jetzt schon mal fertig gepackt, das hat ziemlich gut funktioniert. Optional sollte natürlich noch ein bisschen Proviant und etwas zu trinken mit in den Rucksack, aber wir haben genügend Platz, das sollte also gar kein Problem sein. Im letzten Schritt müssen wir jetzt überlegen, wie wir die Smart-Waschbretter zusammen mit dem Rucksack transportieren können. Und dazu hatten wir uns ja schon im vorherigen Video einige Gedanken gemacht und das wollen wir jetzt natürlich noch zu Ende führen und euch zeigen, wie das funktionieren wird. Glücklicherweise haben unsere Smart-Waschbretter ganz viele Löcher und das hat uns auf folgende Idee gebracht. Wir werden die Bretter miteinander verbinden, so können wir sie nämlich zusammen transportieren und müssen nicht jedes Brett einzeln tragen. Das ist ja recht leicht gemacht, indem wir uns eine Schraube, eine Mutter- und eine Unterlegscheibe besorgen. Ihr seht vielleicht, wir haben das hier schon mal vorbereitet. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur Folgendes machen. Wir führen die Schraube durch die Löcher der Bretter durch, dass beide Bretter miteinander verbunden sind. Die Unterlegscheibe kommt drauf und das Ganze wird mit der Flügelschraube festgezogen. Wie ihr seht, sind die Bretter bombenfest miteinander verbunden. Das heißt, hier können wir sie zusammentragen. Und was wir bedenken müssen, die Ösen hier oben haben wir zum Befestigen und haben das andere Waschbrett verkehrt rum drauf gemacht, damit wir auch Ösen unten haben. Das heißt, wir können das Brett oben und unten jeweils an dem Rucksack befestigen
oder besser gesagt an einem Tragesystem, damit wir das Ganze auf dem Rücken tragen können, so wie wir uns das ja schon gedacht haben. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen basteln und ich zeige euch mal, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Rucksack passt super auf das Brett. Und er hat hier die Ösen, mit denen er irgendwann mal an dem alten Tragesystem befestigt war. Nehmen wir jetzt die Aluösen, können wir da den Haken einhaken und ebenfalls den Rucksack befestigen. Beides hängt an derselben Öse. Das Ganze können wir jetzt auch auf der anderen Seite machen. Und dann sind Rucksack und Waschbrett fest verbunden. So wie das Ganze hier vor uns liegt, können wir es auf den Rücken schnallen und Waschbretter und Rucksack zusammen zur entsprechenden Schürfstelle tragen. Was wir nun tun müssen, ist noch ein Gurtsystem zu entwerfen, mit dem wir das Ganze, wie hier vorne simuliert, fest verschnallen können. Wie vorhin gesehen, haben wir die Alukarabiner an den Gurtenden festgeklemmt. Der Größenunterschied ist eigentlich nur minimal, das fällt kaum auf. Jetzt klappen wir die Enden hier einfach um und werden dieses Stückchen hier festnähen, damit sich eine total feste Verbindung ergibt und auch die Schließen nicht vielleicht irgendwann doch unter dem Druck und dem ganzen Gewicht des Rucksacks nachgeben. Da haben wir nochmal eine zusätzliche Sicherung. Das Ganze sieht dann auch optisch noch etwas schöner aus. Um das Ganze festzunähen, haben wir uns reißfestes Polyestergarn in derselben Farbe besorgt und eine Nähnadel. Wir können das Ganze nicht mit der Nähmaschine annähen, dafür ist das zu dick und zu reißfest. Und wir wollen das lieber per Hand machen. Dann starten wir mit dem Nähen. Ich habe jetzt hier außen einmal drumherum genäht, damit das Ganze erstmal an der richtigen Stelle sitzt. Faden ist noch genug über, deshalb werde ich noch einmal quer hier rüber und wieder quer nähen, dass man wie so ein X dadurch hat. Dann haben wir nochmal zusätzliche Stabilität, sollte dann immer noch Faden über sein, nähe ich hier am Ende nochmal hin und her,
vielleicht auch nochmal da unten, je nachdem wie lange der Faden reicht. Das sollte bombenfest sitzen. Und man sieht, hier haben wir die perfekte Kombination. Das ist super reißfest. Da wird eher der Karabiner kaputt gehen, als das Tragesystem reißen. Das sollte wahnsinnig viel Gewicht aushalten. Viel mehr, als wir eigentlich sowieso benötigen, weil wir gar nicht so viel mitführen. Wir nehmen das jetzt zu Ende und dann fügen wir das Waschbrett, den Rucksack und das Tragesystem zu unserer Gesamtidee zusammen. Alle 4 Karabiner sind jetzt festgenäht und halten perfekt am Tragesystem. Das heißt, wir können das Ganze jetzt zusammenfügen. So, wir machen es jetzt genauso wie vorher quasi simuliert. Wir haken die Träger hier ein, einmal am Waschbrett und einmal am Rucksack. Hier oben sitzt das super. Jetzt lassen wir das Ganze hier hinten rüberlaufen. Haken das hier ein. Und schon ist das Rückentagessystem fertig. Dann schnalle ich mir das jetzt mal auf den Rücken. Alle wichtigen Vorbereitungen haben wir damit abgeschlossen und unserer Expedition in die Berge steht jetzt überhaupt nichts mehr im Wege. Wir hoffen, euch schon ganz bald wieder begrüßen zu dürfen und sind sehr gespannt, was sich in den Bergen alles finden lassen wird. Bis dahin.
Musik